Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute soll es um das Hultafors OKF gehen, besser gesagt erstmal um meinen Ersteindruck dieses Messers. Das OKF ist jetzt seit 2021 auf dem Markt, war in Deutschland erstmal schwer zu beziehen. Jetzt ist die Versorgungslage ganz gut. OKF bedeutet so viel wie Outdoor-Klappmesser und Klappmesser ist definitiv ungewöhnlich für Hultafors. Die sind eigentlich eher für feststehende Outdoor- und Arbeitsmesser im Stile von Mora bekannt. Ja, jetzt kommt man hier mit sowas um die Ecke. Das Design im eingeklappten Zustand finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Erweckt definitiv Neugier. Wir haben hier schwarze Griffschalen aus Aluminium, sind aufgeschraubt mit 6er Torx auf stabilen Stahllinern. Das sind 1,5 mm Breite, also das ist schon richtig stabil gemacht. Hier zwei Standoffs und vorne einen Klingenstopp. Hier haben wir so eine leichte Vertiefung und dort befindet sich auf der anderen Seite der Clip, ebenfalls verschraubt mit 6er Torx. Kein Deep Curry Clip, allerdings muss ich sagen, trotzdem, das gefällt mir sehr gut. Der ist vierfach ummontierbar, Spannung ist auch gut, er stört die Handlage nicht. Wir haben ein schönes, großes Lanyardloch. Ja, also soweit kann man hier wenig Negatives sagen. Zur Handlage komme ich dann gegen Ende des Videos. Jetzt geht es dann erstmal weiter mit der Klinge. Auffällig ist hier erstmal diese riesige Hohlschraube. Die ist auch für die Achsaufnahme der Klinge zuständig und die kommt dann doch relativ bieder daher. Wirkt meines Erachtens fast schon ein bisschen langweilig. Das ist natürlich subjektiv und jetzt auch nur auf die Optik bezogen. Ich finde, die passt halt nicht so richtig zum Griff. Wirkt ein bisschen unterdimensioniert, ja, fast schon ein bisschen verloren, ein bisschen zu klein. Das ist eine schwarz beschichtete Drawpoint-Klinge, 2,8 mm breit, 73 mm lang, effektive Klingenlänge 70 mm, keine Schleifkabe, Klingenhöhe 24 mm, Flachschliff wurde hier zu etwa 60% hochgezogen. Der Anschliff ist nicht ganz symmetrisch, finde ich jetzt allerdings nicht ganz so schlimm, weil ich meine, das gibt sich dann auch mit der Zeit. Hinter der Schneidphase habe ich Werte zwischen 0,5 und 0,6 mm gemessen. Das geht soweit auch in Ordnung. Der Klingstahl ist ein kleines Rätsel. Ich weiß nur, dass es ein Edelstahl mit 56 bis 58 HAC ist. Diesbezüglich habe ich Hultafors mal angeschrieben. Bis jetzt habe ich leider noch keine Antwort erhalten. Ich habe eine Vermutung, aber wir warten hier einfach mal ab. Klingspiel auf und ab ist ganz, ganz minimal vorhanden. Seitlich hingegen gar nicht. Die Klinge läuft hier auf zwei sehr großen Kunststoffwaschern. Ist auch ein schöner Klingengang, kann man jetzt nichts sagen. Es ist ein astreines Zweihandmesser. Hier ist ein Nagelhau und man kann die Klinge nur über den Buttonlock öffnen und auch wieder schließen. Also definitiv 42a konform. Es gibt hier keinen Spielfaktor, man kann die Klinge nicht irgendwie aufschwingen oder sowas. Das funktioniert nicht. Also definitiv Zweihandmesser. Dann muss man sagen, dass der Buttonlock auch sehr, sehr sauber rastet. Man sieht hier so eine kleine Vertiefung und die ist auf beiden Seiten der Klingenachse und dann sieht man, wie das hier entrastet. Also da kann man nichts sagen, das ist definitiv sauber gemacht. Kurz noch zum Gewicht. Wir haben hier insgesamt 145 Gramm, das ist nicht wenig. Naja, ich würde sagen, Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Das Hultafors OKF sticht optisch aus der Masse raus. Das ist ein polarisierendes Design. Mir gefällt es geschlossen besser als offen. Das irritiert mich so ein bisschen, also sollte bei einem Klappmesser vielleicht nicht so sein. Gegen die Verarbeitung kann man wenig sagen. Es ist auch eine stabile Sache. Wir haben ordentlich Gewicht, 145 Gramm. Der Clip ist vierfach ummontierbar, gefällt mir auch ganz gut. Es ist 42a konform. Der Buttonlock wirkt auch sehr zuverlässig, da folgt dann noch eine Arbeitsprobe. Dass uns Hultafors hier ein kleines Stahlrätsel aufgibt, finde ich irgendwie auch spannend. Also das muss man nicht mal unbedingt negativ auffassen. Ja, wir hätten halt hier wieder so einen Stirnlochschlüssel nötig. Also da könnte es vielleicht Probleme geben. Kann man sich für wenig Geld besorgen, aber finde ich immer so ein bisschen ungünstig, wenn sowas nicht beiliegt. Ich bin euch noch die Handlage schuldig. Die Grifflänge beträgt 11,5 cm, Griffvolumen in diesem Bereich 82 bis 86 mm. Das ist erstmal ganz gut. Aber die Ergonomie ist schon ungewöhnlich. Also die Hand gibt hier ans Gehirn die unmittelbare Rückmeldung, dass das Arbeiten mit dem OKF nicht sonderlich intuitiv wird.
So ist man irgendwie gefühlt zu weit vom Schnittgut weg. Wenn man jetzt dieses Fingerloch nimmt, muss man das auch mögen und es wird auch nicht für jeden Finger ausreichen. Also da könnte es dann schon auch eng werden. So könnte man das Messer greifen, aber dann bekommt man das Problem, dass man hier mit dem Mittelfinger auf den Buttonlock kommt und dann klappt es hier ein. Ist jetzt auch nicht so ganz ideal. Also ich weiß jetzt noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber wie gesagt, ich werde das Messer auf jeden Fall mal eine Zeit lang testen. Das wird jetzt in meiner Unterwegs- und Pausen-Pouch landen. Wird dort das Florinox Kiana besetzen. Passt hier gerade so rein. Ja, dann werde ich einfach mal schauen. Ich habe demnächst auch gut Gelegenheit, das Messer zu testen. Also insofern einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Zu den Preisen, die schwanken dann doch sehr stark. Ich habe meins für 40 Euro bekommen. Die Preise liegen momentan so zwischen 38 und 60 Euro. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Der Einführungspreis lag bei 50 Euro in etwa. Also derzeit würde ich sagen, mehr als 40 sollte man dafür nicht ausgeben. Gut, dann war es das auch schon. Wie gesagt, es wird einen zweiten Teil geben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.